Hey, ich sitze zu einer weiteren Folge von Thimbleweed Park. Jetzt muss ich kurz mal überlegen, wie das heißt hier, meine Güte. Weil ich hier letztes Mal weitergemacht habe und ja, wir sind hier und wollen jetzt mal mit ihm hier reden. Dolores, if you have anything to say, you say it to me. Ugh, stop bothering Peter. Okay. Okay, we got off on the wrong foot. Let's try again. Lenore. Dolores. If you came for the will reading, you might as well leave now and save yourself the disappointment. Uncle Chuck had a new favorite niece before he passed. Also, have you called the stupid lawyer yet? I want to get the will read and see how little Uncle Chuck left you. Do you know anything about Dad's disappearance? Dad probably ran off to hide somewhere. It's amazing that Dad and Uncle Chuck were cut from the same genes. One a powerful leader, and the other, well, spineless. Don't talk about Dad like that, Lenore. You're so cruel. How is Chuck Jr. doing? Chucky is thriving. Some people say he's a brat, but those people just don't recognize his blossoming leadership abilities. No doubt picked up from Chuck Sr. because he certainly didn't get them from his father. Okay. Would it kill you to help out a little? I wasn't the one who abandoned the family. I was always there for Uncle Chuck, so it's time for you to finally lift a finger and help out. Oh, gag me. All you were ever there for was a handout from Uncle Chuck. Oh, Dolores, I won't shed one tear for you when the will is read and Uncle Chuck left everything to me. Eine Frage haben wir ja dann noch. So Uncle Chuck really hated me? Can you flip and blame him? You broke his heart when you left to become a you-know-what. A game developer? Oh, shh. Do you want the whole house to hear? Is my career really that shameful? Oh, hell yes, sweetie. Then what do you tell people I do instead? We just tell people you went to rehab. It's better for the family name. You tell people I'm a drug addict? Better they think that than know you chose to make those mind-corrupting murder simulators for a living. For the last time, Lenore, I don't make murder simulators. Oh, sure you don't, sweetie. Ugh. You know what? I don't care. Tell them whatever you like, you grody poser. But this makes us even for the time I used your homecoming crown as a conductor in my homemade generator. I think we're done here. Don't let the door hit you on the way out. Ricky Lee's famous thimbleberry pie. I keep it for good luck. Finde raus, was mit Dad passiert ist über die ASCII-Tabellen. Besorge den Schlüssel zur Kiste von Gilde und krieg den Anwalt dazu, das Testament zu öffnen. Sammle 48 mehr Stabkörner. Alles klar. The sign says it's out of order. No one will miss this out of order sign. The out of order sign is gone, so it's obviously fixed. Haven't been up here for a long time. Oh shit. That's Uncle Chuck as a young man, with robots on his mind even then. That's my grandmother, Edith, and her second husband, Charles. That's my great-grandfather, Edmund, who was a great industrialist. That's my great-great-grandmother, Lady Edwina. Okay. That's my Scottish great-great-great-grandfather, Edgar the Dragon Slayer. Okay. Hier sind mehr Bilder. Ricky Lee's famous thimbleberry pie. I keep it for good luck. Na dann, Telefon haben wir keins. Aber ich weiß, wo wir ein Telefon finden natürlich. Und vor allen Dingen, wo wir die Tabellen finden. Nämlich hier oben schätzungsweise. In
meinem Zimmer. Und hier ist natürlich, was wohl auch immer. It's my handy ASCII chart. Never know when you'll need to decode binary messages. It's my handy ASCII chart. Never know when you'll need to decode binary messages. So I always practice. Every day. Nutzer. It's my handy ASCII chart. Never know when you'll need... I don't want to pick that up. I can't push that. I can't open... It's my handy ASCII chart. Ist über die ASCII-Tabellen. Okay. Dann habe ich das gemacht. Wie auch immer. Finde raus, was mit Dad passiert ist. Besorge den Schlüssel zur Kissenfabrik. Krieg den Namen, so das Testament zu öffnen und... Ja, Staubkörner. Staubkörner. Hier hinten ist doch was gerade. Hi, Doug. What are you digging? All right, Dolores. I'm just digging stuff in the grand lobby. Mostly holes. But then I buries them again, all neat and tidy. Okay, Doug. You're doing a good job. Ta, Dolores. Okay, warum auch immer. Digging. Raumdammer. So. Haben wir jetzt hier nach hinten. Frage ist Chucks altes It feels lonely without Uncle Chuck around. Ja, da war ja was auch, ne? Okay, benutze nicht Schalter. It's turned off. That looks like Uncle Chuck's journal. Ich würde sagen, Vaterschaft ist eine zukünftige Generation möglichst interessant finde. Ich bin etwas groß und größer als die Herstellung von Kisten, was überhaupt möglich ist. Ja, das ist genau wie vorher gesagt. Meine Tronröhre ist unglaublich. Ich habe eine großartige Idee, die ich überprüfen muss. Ja, es funktioniert alles großartig besser als erwartet. Ich muss nur sicherstellen, dass alle Lötstellen sauber sind. Dann geht es weiter mit der nächsten Phase. Eintrag 248. Ich glaube, ich habe das Geheimnis der KI geknackt. Es ist recht komplex, aber die Neutronröhre macht es zum Kinderspiel. Schritt 1 ist es die Automatisierung der Fabrik. Sollte die Produktivität um 700% steigern. Die Profite werden einfach unglaublich. Eintrag 341. Ich habe die meisten Maschinen der Fabrik automatisiert. Es hat nicht nur die Produktivität um 704% gesteigert. Ich spare auch noch Geld, nachdem ich allen gekündigt habe. Ich brauche nur noch Mr. Reyes als Wache, bis die Wachroboter funktionsbereit sind. Bitte was? Mr. Reyes. Also doch verdächtig, der Herr. Sehr interessant. Eintrag 390. Die neuen SR01 Wachroboter funktionieren. Ich habe das Programmierhandbuch in der Bibliothek des Menschen versteckt. Es gibt nur einen Fehler im Design. Ich habe ein To-Do in den Code eingefügt. Eintrag 481. Diese KI funktioniert besser als erwartet. Die Maschinen denken für sich selbst. Die Tronröhren sind das Geheimnis. Transistoren sind so eine Sackgasse. Damit könnte ich einen Nobelpreis gewinnen, aber es muss geheim bleiben. Es ist zu viel profitabel, um zu teilen. Eintrag 490. Franklin kennt sich mit den Büchern aus, aber er sollte seine Ideen für sich behalten. Eintrag 580. Ich erhöhe die Geschwindigkeit der Neuralröhrennetzwerke in der Tron-KI. Es ist unglaublich. Eintrag 695. Ich habe gerade die Tron-Maschinen beim Pathologen und beim Sheriff installiert. Bei Kleinkriminalität haben sie perfekt funktioniert. Sie werden die Polizeiarbeit vollkommen revolutionieren. Ich habe den Pathologen gefeuert. Aber es sehe schräg aus, wenn Thimbleweed keinen hätte. Aber ich habe einen Plan. Eintrag 701. Die Kissenfabrik und die Tron-Maschinen sind das Gesprächsthema im ganzen Landkreis. Die Reichen und Schönen kommen in Scharen und ich vernachlässige meine Erfindungen für viel zu viele Partys im Menschen. Eintrag 714. Das ist so ein helles Mädchen. Ich habe ihr heute Nachmittag gezeigt, wie man Röhren verlötet. Sie ist ein voller Edmund. Ich sage ihr eine große Zukunft voraus. Eintrag 723. Ich sollte langsam mal eine Pause mit dem Highlife machen und mich den Tron-Maschinen kümmern. Mr. Reyes hat mich vor seltsamem Verhalten des smarten KIs gewarnt. Ich
Ich muss mir das mal genauer ansehen. Sind nicht... Okay. Eintrag 721 kommt nach 730. Egal. Ich sehe gar kein Problem mit der KI. Mr. Reyes muss sich geirrt haben. Wahrscheinlich ist es 727, aber ein Druckfehler. Aber egal. Muss sich geirrt haben. Oder er hat Angst um seinen Job und erfindet Geschichten. Ich habe die Geschwindigkeit des neuralen Netzwerkes erneut erhöht. Eintrag 743 hat ein interessantes Gespräch mit der Haupt-KI der Fabrik. Sie hat clevere Ideen. Eintrag 787. Ich habe mich etwas abgelenkt, indem ich ein Text-Adventure aus einer Mailbox geladen habe. Ich denke viel über KI in Spielen nach. Ich habe da ein paar Ideen. 788. Willi ist für mich gestorben. Ich werde ihn bezahlen lassen. Sie war mein Mädchen, nicht seins. Willi. Oh. Eintrag 789. Willis Uhrenladen ist pleite. Meine KI kümmert sich um seine Bankkonten. Eintrag 801. Diese Text-Adventure. Das Text-Adventure ist wirklich spannend. Mittels einer KI könnte ich daran eine kleine Welt simulieren. Ich muss an die Arbeit. Eintrag 79. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Eine der KIs hat sich aus dem Netz gelöst. Im zweiten Stock entzündete sich ein kleines Feuer und die Kisten gingen in Flammen auf. Die KI sollte die Löschanlage steuern. Die meisten Röhren waren mit der Simulation des Adventures beschäftigt. 971. Ich habe über die Fabrik gegangen. Sie ist bis auf die Grundmauern abgebrannt. Mr. Reyes wurde getötet, als er noch alles stoppen wollte. Die Wachroboter sahen ihn als Eindringling und eliminierten ihn. Ich muss nachdenken. Vielleicht ist es auch der Vater von Reyes? Wer weiß. Komisch. Ich glaube, ich kann die Uhren umstellen, sodass es aussieht, als hätte Mr. Reyes nicht eingestempelt. Das sollte den Verdacht auf ihn lenken. Mr. Reyes wird der Strohmann, aber meine KI wird nicht verdächtigt. Sie ist zu wertvoll, um ausgeschaltet zu werden. Sie ist viel zu wertvoll. Eintrag 973. Wien in der Fabrik. Versuche aufzuräumen. Große Teile der KI scheinen zerstört zu sein. Die gute Nachricht ist, dass die komplexen Systeme an der Simulation des Adventures beteiligt waren und damit unbeschädigt sind. Ich werde sie in den Keller verlagern. Eintrag 974. Die Hauptkehr stimmt mit mir überein, über das Feuer Mr. Reyes in die Schuhe zu schieben. Sie haben einen Sohn, also wird Mrs. Reyes sich über etwas Geld freuen und wegziehen. Danach werde ich sie nie wiedersehen. Ah. Okay, also der Sohn. Eintrag 975. Ich muss meine Anstrengungen für die Tron-Maschinen verdoppeln. Ich glaube, das ist der Schlüssel für KI und Simulation. Eintrag 1090. Der Verlust der Fabrik scheint die Stadt hier hart zu treffen. Einige Geschäfte haben zugemacht und die Partys werden auch weniger, zum Glück. Jetzt kann ich endlich wieder mehr Zeit mit der Arbeit verbringen. Eintrag 1138. Wieso klingelt diese Zahl in meinem Kopf? Oh, jetzt weiß ich wieder. Das ist der Weltraumfilm, von dem Dolores immer erzählt hat. Okay. Eintrag 2089. Ich habe mein Tagebuch eine Zeit lang nicht beachtet. Dolores wird erwachsen, obwohl sie einen Waschlappen als Vater hat. Ich bin froh, dass sie sich mit Computern und Elektronik beschäftigt. Sie könnte Schlüssel zur Wiedergeburt der Kissenfabrik sein. Eintrag 4450. Ich kann nicht glauben, dass Franklin Plüschtiere in der Kissenfabrik produzieren will. Das wäre unendlich peinlich. Außerdem kann die Fabrik nicht wieder anlaufen. Das würde meine Forschung kaputt machen. Ich muss ihn kalt stellen. Er kann mit Buchhaltung abgelenkt werden. Er soll einfach nochmal alle Konten überprüfen. Eintrag 4470. Dolores ist mein ganzer Stolz. Vielleicht kann ich sie in das Geheimnis einweihen. Sie muss die Kissenfabrik übernehmen. Sie wird sich so freuen. Eintrag 4471. Dolores hat Interesse daran, Spiele zu entwickeln. Das ist grandios. Ich zeige ihr mein Text-Adventure, aber es ist nicht so weit. Die Simulation der Welt wird aber ziemlich gut. Eintrag 4472. Ich streiche sie aus dem Testament. Dolores hat sich gegen uns gewendet. Sie hat eine Arbeit bei einer Spielefirma weit weg angenommen. Ich muss es sofort mit der KI diskutieren.
Eintrag 4473. Vielleicht war ich etwas feilig mit Rose. Immerhin macht sie Spiele. Es gibt also Hoffnung. Die Kay sagt, ich soll sie vergessen. Die Kay macht einfach viel Sinn. Eintrag 4580. Ich habe, glaube ich, etwas Wunderbares gefunden. Eintrag 4581. Ich muss das weiter erforschen. Eigentlich kann es nicht stimmen, aber wenn doch, würde einige Dinge auf einmal erschreckend viel Sinn ergeben. Eintrag 4582. Das ist die letzte Seite dieses Tagebuchs. Ich muss ein neues besorgen. Es gibt so viel aufzuschreiben, denn alles ist einfach so unglaublich. Uncle Chuck was a strange and complicated person. Holy shit, aber echt mal. It's a TX1138 tube in perfect condition. Ah, es gibt also auch so eine... It's a TX1138. It's Uncle Chuck's custom-built multi-band oscillator. Too bad Uncle Chuck never finished working on him. Uncle Chuck never made his bed. And I guess it's a box. It's a spare AT-25 arrest. It's a box. It's a strange device with a... It's a defunct robot. I don't know why Uncle Chuck never let me touch this junk. It's Uncle Chuck's old desk. I don't know why Uncle Chuck never let me touch this junk. Nothing here of value. I don't know why Uncle Chuck never let me touch this junk. Nothing here of value. I don't know why Uncle Chuck never let me touch... I don't know why Uncle Chuck never let me touch this junk. Alter. Das ist crazy. Feeling my way along. Komm! Ich weiß, dass er gern gräbt. Ja. Na dann. Wir wissen schon mal ein bisschen mehr wieder. Just down the hall is the big staircase. Wir wissen schon wieder ein bisschen mehr. Okay. Na dann. Geh Kühlschrank. It's a Pupsi. can of non-trademark infringing. It's a can of non-trademark infringing poopsie. It's turned off. There's nothing inside. There's nothing inside. There's nothing inside. There's nothing inside. Okay. I'm already carrying it. I can't eat this pie. I don't want to waste it on that. Okay. Na dann. Gehen wir mal raus, hätte ich gesagt, ne? It's very dry firewood. I don't need any firewood in hard mode. Hardwood. Okay. Hier ist nichts drinnen. Okay. Na dann. Snacken wir uns auch mal so eine Karte von Reyes. I need to stay focused and solve this murder so I can do what I need to do. Oder wer hat zwei Karten? Oh, toll. Also Reyes ist es auch immer verdächtig. Ich ganz ehrlich bin. Gebe Karte an Dolores. Thanks a lot. So, dann wechseln wir mal und geben das Tagebuch an. Sure, Ray. I'll carry your crap. Fascinating. Ich gebe das auch mal Happy to help. Ray und dann schaue ich Reyes, dann schaue ich mir das mal an. Macht er. Fascinating. Denn so könnten wir ein bisschen weiter schon wieder sein.
Sorgeanalyse ist Fingertron. Stecke alte Analyse in Arrestron. Nimm Fingerabdrücke von der Mordwaffe. Das ist noch das Einzige, was wir tun müssen. Und ich schätze mal, wir müssen zum Hotel. Mit ihr. Aber das werden wir dann nächstes Mal machen. Danke fürs Zusehen und bis dahin spielt schon brav weiter.